Hallo, guten Tag und grüezi. Willkommen auf unserem Kanal Your German Teacher. Ich heiße Luzi und heute sprechen wir über das wichtige, aber sehr komplizierte Verb werden. Very important but also complicated verb. Why is it complicated and difficult? Just look at these couple examples here. Würden, werden, worden, wurden, geworden. All of them from the same verb, werden. No worries, all of these examples here will be explained in this video. But the big question is, die große Frage ist, warum? Warum ist das Verb so verwirrend? Why is this verb werden such a confusing verb? There's two reasons. Es gibt zwei Gründe. Grund Nummer 1, das Verb werden kann ein Vollverb und ein Hilfsverb sein. It can be a full verb or it can also be a helper verb. More about this just in a second. Grund Nummer 2, die Übersetzung, the translation. Zum Beispiel, man kann sagen, ich wurde Lehrer. I became a teacher. So this to become is probably the most common used translation for werden. But you can also say, for example, if you go running with your dog and your dog is getting tired or gets tired, in German we would say, mein Hund wird müde. Mein Hund wird müde. Or you can also use this to turn. Zum Beispiel, for example, in autumn, the leaves on the trees turn red and yellow. Auf Deutsch, die Blätter werden rot und gelb. So you see here the translation in German, we just use this verb werden. In English and also in other languages, you have more specific verbs for those situations. Let's go back to the reason number 1. Grund Nummer 1. Vollverb oder Hilfsverb. I would like to explain you this little quick, the difference between Vollverb and Hilfsverb. It's not only useful for this verb werden, but also for two other ones. And it's important to get the difference between Vollverb and werden in order to understand the verb werden properly. Gut, was ist ein Vollverb? Ein Vollverb ist ein Verb. If you have a sentence with just one verb, there is no other verb in the sentence, the verb can stand alone, then this is a Vollverb. Zum Beispiel, ich koche, I cook. Most of the verbs, and pretty much all of them, are actually Vollverben. Exception are Modalverben. Modal verbs, there you always need a second verb. Now, let's go to Hilfsverben. Hilfsverben are used to form tenses and the passive voice. Für Zeiten und für das Passiv benutzen wir Hilfsverben. Zum Beispiel hier im Perfekt, das ist eine Zeit, ich habe gekocht. Und das habe ist das Hilfsverb. There are 3 only, that's good news, 3 auxiliary or helper verbs, haben, sein und werden. And werden is one of those. Of course, haben und sein, the most important verbs, but werden, you see, is one of those helper verbs. That's why it's also a super important verb. Just a little quick, in details, haben is used for perfect und plusquamperfekt. Perfect is present perfect tense, plusquamperfekt is past perfect tense, so both are tenses. Sein is used for perfect und plusquamperfekt, auch plus passiv, das Zustandspassiv. Also for the passive voice. Und werden is also used for a tense, but not in the past. It's for the future tense, Futur 1 und 2, und auch passiv, das Vorgangspassiv. These are the situations where we can use those 3 verbs as a helper verb. But now let's go into detail mit dem Verb werden. It can be used in 5 different situations, 5 verschiedene Situationen. Das hier sind die Situationen. Situation 1, wir benutzen werden mit einem Nomen, with a noun. Situation 2, werden plus ein Adjektiv, 3 werden plus Futur, future tense, 4 werden plus Passiv, passive voice und 5 werden plus Konjunktiv 2,
can also be used as a helping verb for subjunctive too. Now you can see I have two different colors. 1 und 2 sind grün oder hellgrün und 3, 4, 5 sind blau. Warum? 1 und 2 benutzen wir werden als Vollverb. In one situation 1 and 2 werden is the Vollverb und in Situation 3, 4, 5 ist werden ein Hilfsverb. Before we start with examples to all those 5 situations, machen wir zuerst die Konjugation. Im Präsens seht ihr hier die Konjugation. You can see it here is an irregular verb. Of course, all important verbs are irregular. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet. I also added Präteritum here. Why? It's often used. Werden is often used im Präteritum simple past. And of course, werden also have a Partizip 2 past participle, but you can see there are 2, geworden und worden, 2 verschiedene Partizipien. Warum das so ist, erkläre ich euch später im Bonus-Tipp. Werden als Vollverb. We start with werden as a full verb. Nummer 1, Situation 1, werden plus Nomen. Wir machen immer ein Gespräch. We always do a conversation. A here is person A and B is person B. Also Person A fragt Person B, bekommen Hans und Lisa ein Kind? Bekommen Hans und Lisa ein Kind? Und Person B antwortet, ja, sie werden bald Eltern. Ja, sie werden bald Eltern. They will soon become parents. Eltern hier ist das Nomen. Ein anderes Beispiel, was willst du später mal werden? Was willst du später mal werden? What do you want to become when you grow up or later in your life? Common question, of course, for kids. You can also ask this though for teenagers or adults still or students. Was willst du später mal werden? Und zum Beispiel die Antwort, ich will Architekt werden. Ich will Architekt werden. I want to become an architect. Architekt ist das Nomen. And a couple years later you could ask, und was bist du nun geworden? Und was bist du nun geworden? What have you become now? Antwort, ich bin kein Architekt, aber ich bin Anwalt geworden. Ich bin Anwalt geworden. I became a lawyer. Hier geworden, seht ihr, ist das Partizip 2. So this sentence and both of them are in present perfect tense. Ich bin Anwalt geworden. This is probably the most common situation or questions you will have talking about professions. Ich wurde Lehrer, was ist er geworden? Was willst du werden? Otherwise, this werden plus ein Nomen, it's not that common. More common though is Situation 2, werden plus Adjektiv. Zum Beispiel wieder Person A fragt Person B, morgen wird es sicher kalt, oder? Person B sagt, nein, es wird warm und sonnig. Nein, es wird warm und sonnig. Im ersten Satz, kalt ist das Adjektiv. Im zweiten Satz seht ihr warm und sonnig. Das sind auch Adjektive. Oder ein anderes Beispiel. Linda spricht schon sehr gut Deutsch. Linda spricht schon sehr gut Deutsch. Und Person B antwortet, ja, ihr Deutsch wird immer besser. Ja, ihr Deutsch wird immer besser. Besser hier ist das Adjektiv, ist der Komparativ von gut. Gut, besser, am besten. Oder ein anderes Beispiel, ist Marc schon nach Hause gegangen? Ist Marc schon nach Hause gegangen? Und Person B antwortet, ja, er wurde plötzlich müde. Er wurde plötzlich müde. Und hier seht ihr, wurde ist Präteritum, and that's simple past. So as like a definition, kind of, we could say werden als Vollverb. Werden is used as a main verb when we talk about change or development. So a change or development. Veränderung oder Entwicklung. Change is Veränderung, Entwicklung is development. Then we use werden as a main verb.
Couple more examples here which are common used. Reich oder arm werden, to become rich or poor. Krank oder gesund werden, to get sick or healthy. Böse oder zornig werden. Böse is to get mean or angry. Und zornig, zornig is even stronger, das ist furious, zornig werden. Gut, haben wir das Vollverb, haben wir gemacht. Jetzt kommen wir zum Hilfsverb. Situation 3, 4 und 5 werden als Hilfsverb. Und wir fangen an mit Situation 3, werden im Futur, Future Tense. Just a little quick, how to build the future tense. You take the verb werden, ich werde, du wirst, in present tense conjugation, and you just add the main verb. Here, the other verb is the main verb, it's not werden, in Infinitiv. Zum Beispiel, wirst du morgen auch kommen? Wirst du morgen auch kommen? Und B sagt, ja, ich werde auch kommen. Ja, ich werde auch kommen. So you can see in this situation here, wirst, das werden hier ist ein Hilfsverb, and that's the helper verb. Und kommen ist das Hauptverb, that's the main verb. Important, this is future tense, these sentences are perfect. But actually we don't use this very often, and this is not common. More common would be, just use the present tense. Kommst du morgen auch? Ja, ich komme auch. Ein anderes Beispiel noch, werden wir bald nach Hause gehen? Werden wir bald nach Hause gehen? Are we going home soon? Ja, wir werden bald gehen. Ja, wir werden bald gehen. Hier auch wieder, more common, üblicher wäre, gehen wir bald nach Hause? Ja, wir gehen bald. Normal presence, the normal present tense. Situation 4, werden plus passiv, the passive voice. Also, little quick, how is passive constructed? You take the, again, present tense conjugation, ich werde, du wirst, er, sie wird, plus Partizip 2 of the main verb, as the past participle of the main verb. Zum Beispiel, ist dein Auto kaputt? Person A fragt Person B, ist dein Auto kaputt? Person B sagt, ja. Ja, aber morgen wird es repariert. Morgen wird es repariert. Hier werden ist wieder ein Hilfsverb. Repariert ist das Partizip 2 von reparieren. Und reparieren ist das Hauptverb. And that's the main verb. So werden hier again is a helper verb. Andere Situation. Wirst du am Flughafen abgeholt? Wirst du am Flughafen abgeholt? B antwortet, ja, ich werde von Peter abgeholt. Ja, ich werde von Peter abgeholt. Peter holt mich ab. It's kind of easier, but you can use it in passive here. I will be picked up by Peter. And here again, werden ist das Hilfsverb für das Passiv. And you can also use it in present perfect tense. Zum Beispiel, A fragt, ist alles okay mit deinem Hund? And this person knows that the dog of B has probably had some injuries or problem. Dann fragt, ist alles okay mit deinem Hund? Und B antwortet, ja, er ist gestern operiert worden. Er ist gestern operiert worden. Operieren ist das Hauptverb, and that's the main verb. And here you see ist, which is sein, which is also a helper verb. So we have here two helper verbs. One for the present perfect tense, which is ist, and one for passive, which is worden. And the main verb, operiert, is in the partizip 2, stands in the past participle. Er ist gestern operiert worden. There will, of course, be a video just about passive perfect. It's a big topic for itself. But here I just want to point out here, I want to show you how this worden, this is also a possibility when you talk in present perfect tense. Also more about this in the bonus tip, just in a second. And also, if you want to know more about Aktiv oder Passiv, we already have a video about Passiv. Find the link down in the description. Nummer 5, werden plus Konjunktiv 2, Subjunctive 2.
Also, little quick how you build it. Here you have the helper verb werden in Konjunktiv 2 already. So it would be ich würde, du würdest, sie es würde, and so on. There is the conjugation. Plus gern oder gerne plus Infinitiv. That's how Konjunktiv mit würden is built. Ein Beispiel. Wo würdest du gern wohnen? Wo würdest du gern wohnen? Fragt Person A und Person B sagt, ich würde gern in Köln wohnen. Ich würde gern in Köln wohnen. I would like to live in Cologne. And here you see here, würden, it acts the same way like a helper verb. Wohnen is the main verb. Ein anderes Beispiel. Willst du morgen auch kommen? Willst du morgen auch kommen? Und Person B sagt, ja, ich würde sehr gern kommen. Ja, ich würde sehr gern kommen. I would love to come or to join. Hier auch wieder, würden ist das Hilfsverb. Wir haben auch ein Video zu Konjunktiv 2, nicht nur mit würden, sondern auch mit hätten und wären. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bonus-Tipp. Geworden oder worden. Two different Partizipes, and there is not many verbs which have two different Partizipien. Lassen is one of them, and werden is one another. So when to use which? If werden is the main verb, das Hauptverb oder ein Vollverb, then it's geworden. Partizip ist geworden. Zum Beispiel Hans wird bald Vater. Sie wird, hier ist the full verb, is werden as a full verb. Dieser Satz im Perfekt, gestern ist Hans Vater geworden. Gestern ist Hans Vater geworden. Yesterday Hans became a dad. Also important, the auxiliary verb or helper verb for the perfect tense of the verb werden is sein. Also you don't have haben, it's always sein. Gut, zweite Situation, werden as a helper verb, als Hilfsverb. And here you see, Partizip ist worden. Worden. Zum Beispiel, Hans wird morgen operiert. Hans wird morgen operiert. Hans will get the surgery tomorrow. Again, this operieren is like operate something, but probably in English you would more like translate it like to get the surgery. So this is a common used word for passive because who is doing eine Operation, an operation, it's always the doctor. And in passive, we don't, like the person who is doing it actually is not important. So if we say Hans wird morgen operiert, everybody knows that the doctor is doing this operation. Now this sentence im Perfekt, gestern ist Hans operiert worden. Gestern ist Hans operiert worden, yesterday he got the surgery. Auch hier für das Hilfsverb werden ist auch sein, the auxiliary verb, as you also have to use sein in the present perfect tense. Hausaufgaben, ihr habt Hausaufgaben. Und zwar schreibt 2 Sätze mit werden. Ein Satz mit werden als Vollverb und ein Satz mit werden als Hilfsverb. And if you want to know more about A2 grammar, there's this playlist here for you. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. If you liked this video, please subscribe or hit the like button or share it with friends. Auf Wiedersehen. Tschüss und bye bye.